Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den deutschen Sagen gesammelt von Brüder Grimm. Auf der Seite hier werde ich die Seite einblenden, die ich aktuell lese, damit wir gemeinsam lesen können. Und da oben werde ich eine Infokarte einblenden, die euch zu den vorherigen Seiten führt. So, Brille auf. Na? Nein. So. Wo haben wir es? Mensch, das ist schon fast die Hälfte. Fast die Hälfte. So. Die heutige erste Sage heißt Dietrich und Ecke. Lange nachdem der gewaltige Ostgotenkönig Dietrich von Bern gestorben war, lebte sein Bild noch im Volke und zahlreich sind die Sagen, die sich an seinen Namen knüpften. Hiervon ein Beispiel. Einst saßen im Heilelande zu Köln am Rhein 3 Heldenbrüder, der schnelle Versold, der wilde Ebenbrot und der junge Ecke. Sie redeten von den Heldentaten kühner Recken, und Versold pries als den kühnsten unter allen den Gotenkönig Herrn Dietrich von Bern vom Geschlecht der Amelungen, der selbst den Riesen Grimm und sein Weib Hilde überwältigt habe. Ecke wurde durch das dem Dietrich gespendete Lob zur Kampflust angefeuert. Er erklärte, nach Bern ziehen zu wollen, um Dietrich zu bestehen, auf das man in allen Lande sagen höre: Seht, Herr Ecke hat den Berner erschlagen. Die Rede der riesigen Helden hörten 3 Königinnen, und als eine derselben das Verlangen äußerte, Herrn Dietrich herbeigebracht zu sehen, machte sich Herr Ecke anheischig, den Helden von Bern gefangen herbeizuführen. Die Königin rüstete Ecke nun mit den Stahlpanzer, der einst der Schmied Mimir für Dietrichs Ahn Ordnit geschaffen und den nach diesem Wolf Dietrich getragen, einem Helm, in welchen Wieland der Schmied den Schädel des von Siegfried getöteten Lindwurms gelötet hatte, einem festen Schilde und dem berühmten Schwerte Sachs. Dagegen verschmähte Ecke, zu Rosse auszureiten, denn eines Rosses Kräften hätte nicht herangereicht, den Riesenleib zu tragen. Vielmehr setzte er in weiten Sprüngen wie ein Leopard über das dichte Gewälde hin, so daß der Helm auf seinem Haupte wie eine Glocke klang und das Wilde wie das Waldgevögel zu beiden Seiten aufschreckte und danach floh und der fremdartigen Erscheinung verwundert nachschaute. Wahnsinn, oder? Tolle Sage. So gelangte Ecke nach Bern. Wie glimmende Feuersglut leuchtete seine Brüne durch die Straßen, und die Leute flohen vor dem in Feuer stehenden Manne. Dietrichs alter Waffenmeister Hildebrand aber wies den Kampfbegierigen nach Tirol, wohin Dietrich gezogen sei. So zog Ecke das Etschgebirge hinauf und fand 3 von Dietrich erschlagene Helden, sowie einen 4., der im Kampfe mit dem gewaltigen Berner schwer verwundet worden war. Dieser unterrichtete Ecke, wo Dietrich zu finden wäre. Als der Riese nun in gewiesene Richtung eingeschlagen hatte, traf er auf den Berner Helden, eben als die Sonne zur Rüste ging. Ecke wollte nun gleich mit ihm kämpfen, aber Dietrich weigerte sich mit einem Fremden, dem ihm nicht zuleide getan, einen Kampf auf Leben und Tod zu unternehmen. Wenn es nicht sein müsste, wollte er wenigstens auf dem Rosse steigen, nicht vom Rosse steigen. Da ihn aber Ecke durch Stachelreden reizte und ihm wiederholt Feigheit vorwarf, ward Dietrichs Zorn entfacht und seine Geduld erschöpft, so dass er sich zum Fußgefecht entschloss. Mit der sinkenden Abendsonne begann der wilde Kampf. Die Schwerter wurden entblößt und im Wald und Gebirge hallten wieder von den mächtigen Streichen. Mit der Nacht wurde die harte Arbeit eingestellt. Eine Weile bewachten sich die Helden im Halbschlummer gegenseitig. Als der Morgen graute, weckte Ecke seinen Gegner nach ungesüger Riesenart mit einem Fußtritte, und der Kampf ward erneut. Die Vöglein sangen den jungen Tag an, aber die Streiter kümmerten sich nicht um den fröhlichen Lieder. Ihre dröhnenden Hiebe überklangen die Stimmen des Waldes. Ein furchtbarer Schlag zertrümmert Dietrichs Schild mit dem roten Löwen, und sein Helm Hilgrim war von Blut überronnen. So bedrängt zog er sich in das Dickicht zurück, bis an einem Sumpf, wo ihn eine breite Eiche wie ein Schild gegen manchen Schlag des Feindes deckte. Zwar gelang es ihm einmal, Ecke niederzuwerfen, aber bald erhob sich dieser von neuem, so dass des Berners Bedrängnis immer größer ward. Erst nachdem ihn ein Zwerg vom Baume herab zum Vertrauen auf Gott ermahnt und er sich durch ein kurzes Stoßgebet gestärkt hatte, brach er wieder kräftig hervor, so dass Ecke 2 gegen sich streitende zu sehen wähnte.
Abermals warf Dietrich dem Riesen nieder, stürzte sich auf ihn, brach ihn den Helm ab und traf ihn mit Schlägen des Schwertgriffes, während Ecke im wilden Grimm ihm die klaffenden Wunden auseinanderzerrte, um ihn durch Schmerz und Blutverlust zu ermatten. Da bot Dietrich einen Waffenstillstand, danach die Waffenbrüderschaft an. Beides schlug der trotzige Riese aus. Da verlangte Dietrich von ihm, dass er sich ergebe. Zur Erwiderung stellte Ecke dasselbe Ansinnen an Dietrich. »Hast du etwa Ferne, mich zu halten?« rief er höhnend. Darauf erwiderte der Berner: »Zwing mich nicht, dich zu töten, sonst muss ich ewig klagen.« Vergebens. Eckes Sinn war nicht zu brechen. Da sich nun die goldene Ordnetbrüne nicht durchstechen ließ, versuchte Dietrich mit dem Schwertknopf dem Überwundenen den Todesstreich zu versetzen. Doch umsonst. Es blieb ihm nichts übrig, als durch den Schlitz der Brüne hindurch ihn mit dem Schwerte zu durchstechen. Kaum war die grause Tat der Notwehr vollbracht, so begann Dietrich den gefallenen, trotzigen Helden zu beklagen, dessen Name ihn erst jetzt von einer Ecke getragenen Ring verriet. Es grauste ihm ob dem Manne, der ihn zum unrittlicher Tötung gezwungen und der jetzt noch einmal im Todesringen krampfhaft von der Erde aufsprang, um sofort wieder niederzustürzen. Obgleich er fast Bedenken trug, den Toten die Brüne abzunehmen, da man glauben könnte, er habe Ecke ermordet, weil der Panzer unzerhauen war, so besann er sich doch bald anders, hieb das Beutestück eine Elle kürzer, nahm auch das Schwert und den Helm des Besiegten. Dann grub er ein 18 Schuh langes Grab, legte den Toten hinein und mit dem frommen Wunsche: »Gnadierte Gott, liebe Ecke«, schwang sich auf sein treues Ross, das während des ganzen Vorgangs trauernd dagestanden, als beklagte es die Not des Herrn, und ritt davon. Das ist ja ein Wahnsinn, oder? Das ist auch schön zu lesen. Ja, Dietrich, ne? Dietrich ist einer der wenigen Helden in den Germanensagen, die einen Drachen getötet haben. Also Dietrich ist ein Drachentöter. Ich glaube, wer noch ein Drachentöter ist, war Beowulf, Siegfried und sein Vater Siegmund. Es gibt wohl noch mehr, glaube ich. Das sind nicht nur die 4. Aber nichtsdestotrotz ist einen Drachen zu töten wie sagt man heute, ein Achievement, ein sehr heftiges Achievement. Also nicht schlecht. Im Übrigen, die Brüne, habe ich mal geschaut, die Brüne ist damals das Kettenhemd gewesen. Ja. Aber hier werden auch noch einige Waffen nochmal erklärt. Der gute Ecke war ja ziemlich gut ausgerüstet. Das Schwert Sachs. Ich weiß nicht, es gibt ja das Schwert Sachs, das ist ja quasi, geht so hoch und dann hat so eine ganz abgeschnittene Stelle. So, ich weiß nicht, ich blende es mal hier ein. Dann halt noch den Stahlpanzer, hat er noch gekriegt? Einen Helm. Okay, Siegfried getöteten Lindworms, das muss also danach gewesen sein. Siegfried hat seinen Drachen erst getötet und dann hat er okay, alles klar, verstehe. Dann ist der Kampf nach den Nibelungen entstanden, zumindest nach dem, oder parallel, wer weiß, bin mir jetzt nicht so sicher. Ich glaube, in den Nibelungen lebt der Dietrich noch, der Ostgotenkönig. Aber schön. Gut. Machen wir weiter. Ich frage mich dann immer so ein bisschen, der Riese, also der Ecke war ungefähr 18 Fuß groß und der Dietrich ist, glaube ich, ein Mensch. Also ein Riese gegen ein Mensch. Es wird ja hier ein Riese gesagt. Kein Hühner, also kein Mensch, der einfach nur groß ist, sondern ein Riese. 18 Fuß, wie viel sind 18 Fuß? Ich rechne mal das hier in 18 Fuß, wie viel das sind. Und stelle ich mir eigentlich so einen Kampf vor, ein Riese gegen einen normalen Menschen, wie das überhaupt aussehen soll. Ich meine, ist der Riese nicht... Aber könnt ihr euch das so bildlich vorstellen? Wir haben jetzt heutzutage diese ganzen Animes, ja, wo diese Leute krass miteinander kämpfen, ne? Und diese Sage ist ja über mehrere Jahrhunderte alt und schon da hatten die quasi die Vorstellung, dass ein normaler Mensch mit
mit Schwert und Schild gegen einen Riesen kämpft. Das ist totaler Wahnsinn. Ich frage mich, ob es das nicht vielleicht sogar als Anime gibt. Aber nicht mit diesen Kulleraugen, bitte, sondern so wie die Animes aus den 80ern oder aus den 90ern. Ich möchte jetzt nicht zu sehr abschweifen, aber die Japaner, die waren in den 80ern und 90ern, die waren Wahnsinn. Die waren wie auf Koks. Ja, also die hatten ja da ein Wirtschaftswunder gehabt in den 80ern, glaube ich, war es. 80er, 90er hat die ein Wirtschaftswunder gehabt. Und die Animes, die waren zwar äußerst brutal, möchte ich mal sagen, aber sie hatten eine Qualität, wo du dir heute drauf schaust und denkst dir so, Wahnsinn, die hatten nicht die Technik von heute. Heute ist es ja ein bisschen moderner, heute ist es, ich glaube, ein bisschen einfacher. Aber da gibt es zum Beispiel so Animes mit solchen Robotern hier, so ein bisschen Iron Man-mäßig, ja, so Gundam-mäßig, wo du halt wirklich jedes kleine Detail siehst und dann denkst du dir so, ey, das ist doch nicht mehr normal. So ein bisschen wie mit Nintendo, ja, kennt ihr ja. Die Zeiten zu so einem Super Nintendo. Du konntest fast jedes Nintendo-Spiel dir krallen und du hattest immer was Geiles dabei gehabt. Also fast immer. Die waren, als waren die total auf Crack. Das ist totaler Wahnsinn. Die Super Nintendo-Zeit, auch die N64-Zeit, war ein Wahnsinn. Das ist mit heute nicht mehr zu vergleichen. Ja? Aber gut. Ich finde es schon gut, dass ich die Zeit miterlebt habe, wenn ich ehrlich bin. Aber so ist das nun mal. Ich würde doch mal behaupten, dass die goldene Zeit der Videospiele ist vorbei. Würde ich behaupten. Das ist durch. Die Sprünge sind zwar immer höher. Komm, bevor ich mich hier noch weiter verquatsche. Mach mal weiter. Es geht nämlich auch weiter mit Dietrich. Das ist aber jetzt eine ziemlich lange Sache. Hoffentlich schaffe ich das jetzt ohne große Fehler zu lesen, weil die ist echt spannend. Die nächste Sage heißt Dietrich und Sigenoth. Nicht immer war der starke Berner so siegreich. Einst erfuhr er durch seinen Waffenmeister Hildebrand, dass ein furchtbarer Riese namens Sigenoth, ein Neffe des Ehepaars Grimm und Hilde, im Walde laure, um ihnen beiden, die er tödlich hasse, das Lebenslicht auszublasen. Sogleich wünschte Dietrich, mit dem Riesen zu kämpfen. Doch Hildebrand mahnte dringend davon ab, da gegen Sigenoths hürner Rüstung und glänzend geschliffene Vierkanteisenstange niemand zu bestehen vermöge. Als dessen ungeachtet Dietrich auf seinen Vorhaben bestand, hielt Hildebrand es für schimpflich zurückzubleiben. Dietrich wünschte jedoch, den Kampf allein zu bestehen und bat den Meister unterdessen des Reichs zu pflegen und für den jüngeren Dieter Sorge zu tragen. Weheklagend erhebte sich am Hofe über Dietrichs Vorhaben, und mit Trauer legte Hildebrand seinen Herrn den Panzer an. Auch den Rat des alten Freundes, wenigstens einen Knecht mitzunehmen, der ihm im schlimmsten Falle Kunde nach Bern bringen könne, verschmähte der junge Held. Nur das eine Wahrzeichen wird verabredet. Ist Dietrich in 8 Tagen nicht wieder in Bern, so sollen sie annehmen, dass er erschlagen sei, mögen auch für ein ehrliches Begräbnis in Bern Sorge tragen. Nur von dem kühnen Wohlfahrt wegen seines Unternehmens beglückwünscht und mit manchen klugen Ratschlägen Hildebrands versehen, scheidet Dietrich von Bern, trennt sich von dem ihn begleitenden Meister, der im Falle des Unsiegs seinen Herrn zu rächen gelobt, und reitet mutig seinem Schicksal entgegen. Nach kurzer Zeit hatte Dietrich den Weg im Walde verloren und reitete planlos vorwärts. Auf einer grünen Aue angekommen, erjagte er eine Hindin, um die Schnelligkeit seines Rosses zu prüfen. Durch diese Jagd wenig befriedigt, bittet er Gott, ihm einen Gegner zu senden, wie wild er auch sein möge. Nicht lange hatte er zu warten. Ein wilder Mann, ganz mit Haaren bedeckt und nur mit einer Stange bewehrt, auf der er einen gefesselten Zwerg trägt, kommt des Weges gelaufen. Der Zwerg ruft Dietrich um Hilfe an, und dieser bindet seinen Helm fester. Er bittet den Wilden, den Zwerg freizugeben und dafür die erjagte Hindin anzunehmen. Doch der wirft rasch den Zwerg zur Erde und beginnt den Kampf mit Dietrich, weil er in seinem Walde nichts zu suchen habe. Bald merkt Dietrich, dass er diesen Gegner nicht gewachsen ist und glaubt, in ihn Sigenoth zu erkennen. Doch versicherte der Wilde, dass Sigenoth noch viel stärker sei, da ihm der selbst einst schlimm zugesetzt habe. Doch wenn du mit Sigenoth zu kämpfen gedenkst, so will ich dir diese Mühe überheben, denn ich selbst gedenke dir so viele Schläge zu geben, dass du genug hast.
Bei erneuten Kämpfen musste Dietrich sein Heil in der Flucht suchen. Der Zwerg beschwor ihn aber um seine Befreiung, damit er dem Helden eine Wurzel suchen könne, die den Zauber, der dem Wilden unverwundbar machende Kräuter aufzuheben vermöge. Dietrich zerschneidet rasch die Fesseln und ist bald im Besitz der Wurzel, die auch sogleich ihre Kraft äußert. Hieb auf Hieb zerfetzt den rauen Gegner, und bald liegt er leblos zu Dietrichs Füßen. Der befreite Zwerg dankte seinem Retter und vermutete, dass er es mit Dietrich von Bern zu tun habe. Er nennt auch seinen Namen. Baldung heißt er und ist einer von den 1000 Zwergen, die einen benachbarten Berg bewohnen, aber von dem entsetzlichen Siegenot auf die Zahl von etwa 100 verringert worden sind. Dennoch beklagt Baldung, dass Dietrich auf den Kampf mit Siegenot besteht und die Einladung ablehnt, mit ihm zu seinen Freunden zu gehen. Er dringt ihn aber noch einen Zauberstein auf, der seinen Besitzer gegen Hunger und Durst zu schützen und bei Kräften zu erhalten vermag. Dankend nimmt Dietrich den Stein, der ihn ja nur halb verproben soll, und schenkte dem Zwerg die erbeutete Hündin. Dann lässt er sich von ihm den Weg zu den Riesen zeigen. Gar bald kommt Dietrich an die Stelle, wo der Riese in einem Hinterhalde schläft. Sein Atemzug bewegt die Äste der Bäume, seine Glieder sind wie Felsblöcke. Dietrich hält es für schändlich, einen schlafenden Gegner zu töten, und erweckt ihn, da er ihn mit den Händen nicht anrühren mag, mit einem Fußtritte. Der Riese erwacht und hat schnell die Eisenstange zur Hand. Wollte ich dir diesen Stoß vergeben, so wäre mir das eine ewige Schande. Nach kurzem scheidungslosen Kampfe erkennt der Riese in Dietrich den Überwinder seines Oheims Grimm. Die Körperkraft und der Helm des Berners erzeugen dafür. 2 Jahre lang hatte er ihm im Wald aufgelauert, um seine Oheim zu rächen. Nun ist er froh, ihn endlich gefunden zu haben. Mit seiner Stange bringt er Dietrich in große Gefahr. Aber als er sie mit aller Wucht auf ihn schleuderte, entgeht dieser durch einen gewandten Sprung. Jetzt reißt der Riese Bäume aus der Erde und kämpft damit. Anfangs scherzte Dietrich über diese neue Art des Kampfes. Es belustigte ihn fast, mit seinem Schwerte die Zweige der gegen ihn geschleuderten Bäume abzuhauen. Aber endlich beschwor er ihn, bei aller Riesenehre wieder zur Stange zu greifen. Der Riese bleibt jedoch bei seiner Art zu kämpfen. Dennoch gelingt es Dietrich, während einer nach den neuen Baum greife, ihn durch einen grimmigen Anfall zum Fliehen zu bringen, und Siegenot hätte nun gewiss gern seine Stange jetzt wieder gehabt. Beim Bücken danach bringt ihn Dietrich zu Fall, aber mit erneuten und verdoppelter Wut springt er wieder auf und fällt Dietrich an. Doch diesem lohnt es jetzt Feueratem aus dem Munde. Die Bäume des Waldes verwelken und Siegenots Hornhaut wird weich, so dass ein Schlag Dietrichs ihm die erste klaffende Wunde beibringt. Jetzt merkt der Riese, dass er nicht mehr durch seine Hornhaut geschützt ist, und holt seinen Schild, der so groß wie ein Scheunentor mit Horn und Stahl belegt ist. So sehr auch Dietrichs Kampfesmut brennt, so fühlt er doch zuletzt die Kraft erlahmt und bereut, Hildebrands Beistand verachtet zu haben. Ein entsetzlicher Schlag des Riesen streckt ihn zu Boden, dass er für tot daliegt und Siegenot ihn nicht weiter beachtet, der nur seinen Sieg auch auf Hildebrand und die übrigen Riesentöter ausgedehnt denkt, die er als nächstes in Bern heimsuchen will. Da springt Dietrich, der alles gehört hat, was der Riese laut gedacht, von der Erde empor, stürzt mit neu gesammelter Kraft auf den Unhold, zerschlägt ihn sein Schild und kämpft mit der Kraft des Steines, die ihm der befreite Zwerg gegeben, mit Siegenot bis an den 3. Tag. Dieser gesteht nie, einen Gegner getroffen zu haben, der seinen Hiebe so auszuweichen vermocht hätte. »Warum triffst du mich nicht besser?« rief Dietrich in Überhebung, und plötzlich hat ein Streich des Riesen ihm das Schwert aus der Hand geschlagen. Ein Ringkampf beginnt, aber nun hilft dem Helden seine Gewandtheit nicht mehr. Der Gegner presst ihn furchtbar mit seinen Armen, drückt ihn nieder und bindet ihn schließlich mit festen Riemen Armen und Beinen. Vor Wut knirschend über seine Gefangenschaft verlangt Dietrich von Siegenot den Tod, aber dieser hatte für ihn ein schlimmeres Los in Bereitschaft. Er soll in eine finstere Höhle den Lindwürmern zur Speise dienen. Er trägt ihn nebst seiner Rüstung nach seiner Behausung, hängt Dietrichs Streitgewand in seine Rüstkammer aus, löst die Riemen und wirft den Gefangenen in die Höhle der Schrecken. Wie gut war es, dass Dietrich von den Zwerg jener Stein erhalten hatte. Alles Gewürm in der Höhle wich scheu vor ihm zurück. Als aber der Riese höhnend herunterrief, wie es ihm in der Verlassenheit gefalle, wagte Dietrich nicht, ihm die Wahrheit zu gestehen, beklagte vielmehr seine Niederlage.
Nachdem die verabredeten 8 Tage um waren, erhob sich in Bern große Klage um den nicht wiederkehrenden Helden. Hildebrand ist rasch entschlossen zu seinem Rachekampfe mit Siggenot. Er schlägt die dringende Bitte seiner beiden Neffen, der Wölflingen Siegstab und Wolfhart, sie mitzunehmen, rundweg ab. Erst wenn er nach 12 Tagen nicht zurückgekehrt sei, möchten sie ausziehen und ihm wie die Berner rächen. Schmerzbewegt sah Mutter Ute ihren Gatten die Waffen anlegen. Sie setzt ihm selbst den Helm auf und nahm Abschied von ihm, vielleicht für immer. Im Walde angelangt sieht Hildebrand seinen Herrn Ross einsam grasen und erhebt laute Klage um den tot geglaubten Herrn. Da tritt ihm der Riese in den Weg. »Du bist auch einer von denen, an welche ich Rache nehmen muss«, ruft er ihm zu. Hildebrand freut sich, dass er seinen Feind so bald gefunden hat. Zuerst aber fragt er, ob sein Herr noch lebe. Mit Vertrauen auf Gottes Hilfe geht Hildebrand in den Kampf, und nach wenigen Stunden liegt der Riese am Boden. Doch rasch steht er wieder auf den Füßen, zerschlägt mit vernichtenden Hieben Hildebrands Schild und streckt ihn selbst nieder. Blut strömt den Getroffenen aus Mund und Nase. Doch rafft er sich schnell auf, um Siggenot nicht zu einem neuen letzten Schlag kommen zu lassen, und flüchtete rasch hinter einen mächtigen Baum, der ihm von den Streichen des Riesen schützt. Dann und wann einen Ausfall machen, bringt er dem Gegner manch tüchtigen Hieb bei, so dass diesen einen halbtagelangen Kämpfe zu seiner alten Art zurückkehrt, Bäume auszureißen und damit zu kämpfen. Endlich ist Hildebrand von einem Baumwalle völlig eingeschlossen und den erneuerten Schlag des Riesen mit der Eisenstange ausgesetzt. Das Schwert entfällt seiner Hand. Siggenot hebt ihn am Barte aus seiner Verschanzung empor, bindet ihn gleichfalls und schleppt ihn in die Höhle zu. Zunächst bringt er ihn aber in die Rüstkammer. Er will ein paar Eisenringe herbeiholen, um Hildebrand noch fester zu verwahren. Während hier nun Hildebrand allein ist, sieht er alle die Schätze und Waffenvorräte seines Überwinders, darunter auch seines Herrn Rüstung. Da ringt und windet er die Hände, so lange und so kräftig, dass er die Fesseln sprengt. Er eilt auf Dietrichs Waffen zu, und als der Riese zurückkehrt, erblickte er zu seinem Erstaunen den Helden wieder fertig gerüstet. Ein neuer Kampf beginnt, erst in der Kammer, danach im Freien. Die lauten, dröhnenden Schläge dringen in das Ohr Dietrichs, der an ihn seinen alten Meister erkennt. Mit lauter Stimme gibt er ihm von sich Kunde und mahnt ihn zur Standhaftigkeit. Hildebrand hört die Stimme seines Herrn, und das Feuer des Mutes durchloderte ihn mächtiger. Sein Schwert mit beiden Händen fassend, schlägt er Siggenot zu Boden. Der aber führt auch einen kraftvollen Hieb aus, der auch ihn zu Boden wirft. Im Fallen gelingt es ihm, den Riesen den Bauch aufzuschlitzen, so dass dem Atem ausgeht. Doch tobt die Riesenkraft des Gestürzten noch immer weiter, bis Hildebrand ihn das Haupte von Rumpfe trennt. Der treue Meister kam jetzt der Stimme des geliebten Herrn folgen und kommt zuletzt an das schwarze, tiefe Loch, aus dem die Stimme hervordringt. Aber wie soll der Berner aus der Höhle herauskommen? Ein Seil, das Hildebrand aus einem zerschnittenen Gewand herstellt, zerreißt, als Dietrich zu halber Höhe empor ist und lässt diesen abermals in den Abgrund stürzen. Dietrich verzweifelte schon an seiner Rettung. Da läuft Hildebrand in den nahen Wald zurück, als müsse er hier einen Mittel finden, seinen Herrn zu erlösen. Wie gerufen kam ihm der Zwerg Baldung entgegen, der ihm gern einen ledernen Strickleiter nachwies, die dem Riesen gehörte. Die senkte Hildebrand in die Tiefe, und Dietrich stieg aus seinem finsteren Grabe empor. Groß war die Freude des Wiedersehens und der beiden hart geprüften Helden. Sie nahmen darauf Besitz von dem Raube des gestürzten Riesen, warfen seinen Leib in jenes finstere Loch und kehrten fröhlich heim nach Bern. Wahnsinn! Wahnsinn! Ich muss ehrlich zugeben, als ich das allererste Mal das gelesen habe, habe ich totale Gänsehaut gekriegt. Weil ich mir das so richtig vorstellen kann, wie die miteinander so... Wobei, ja, natürlich so, hier steht, 3 Tage lang haben die gekämpft. Der Dietrich mit dem. Das liest sich jetzt hier so in wenigen Sekunden. Aber wenn man sich so überlegt, 3 Tage lange kämpfen, das ist ja Wahnsinn. Es ist so ein bisschen wie ihr kennt doch sicher The Elder Scrolls mit, nicht Oblivion, sondern, wie ist denn das andere? Mit Himmelsrand.
Skyrim. Mensch, Himmel dran, Skyrim. Da könnt ihr auch die Riesen, die mit diesen riesengroßen Holzkeule kommen. Und dann mit einem Schlag und du fliegst dann hoch, wenn du tot bist. So ein bisschen stelle ich mir das vor, wie wir miteinander kämpfen. Ja, aber ganz klar, der gute Dietrich und der Hildebrand, die haben magische Waffen, magische Gegenstände, irgendwas in der Art, womit die es schaffen, gegen einen so starken Riesen zu kämpfen, der sogar mit einem Vierkant rumschlägt. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich meine, das sieht man ja in gewissen Filmen ja auch, wie dann irgendeine Stange irgendwo rausreißt und eben damit kämpft. Ja gut, also der Dietrich, was für ein krasser Typ. Auch Hildebrand, Hammer. Und ich glaube, den Zwerg Baldung, den habe ich irgendwo schon mal gehört. Irgendwo habe ich das Baldung schon mal gehört. War das nicht auch eine Waffe, Baldung? Ich bin mir nicht mehr so sicher. Ich weiß, es gab ein Schwert, das hieß Gram. Das weiß ich. Aber gab es auch eine Waffe, die Baldung hieß? Ich weiß es nicht. Gut. Alles klar. Heute war es das erstmal. Ich weiß, normalerweise mache ich mehr Sagen, aber das waren 2 richtig dicke, fette Sagen und richtig gute. Oh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo, wie ihr möchtet. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Korrekt. Lasst uns lesen. Genau. Tschüssi.